Hallo und willkommen. Noch ist Spargelzeit. Man kann Spargel auch süß-sauer einlegen und ihn so konservieren. Hier habe ich Spargelspitzen vom Bruchspargel, den es auf dem Markt zu kaufen gibt, oder man nimmt einfach Stangenspargel. Der Spargel muss natürlich geschält werden, falls das noch nicht geschehen ist. Das macht man am einfachsten mit einem Sparschäler und einem relativ hohen Brett, auf welchem man den Spargel ablegt. Dann kann es auch schon losgehen. Der Anschnitt muss natürlich noch eingekürzt werden. Ich möchte keine sehr langen Spargelstangen servieren, sondern kleine, ca. 4 cm lange Stücke. Damit diese Stücke noch mehr wie Spargel aussehen, schneide ich die oberen Enden wie Spargelspitzen zurecht. Nach dem Zubereiten habe ich hier ca. 200 Gramm Spargelstücke, also benötige ich ungefähr 200 Gramm Essigsud. Aber dazu kommen wir später. Zunächst muss der Spargel in Gläser gegeben werden. Da ich den Spargel für Häppchen zum Aperitif reichen will, verwende ich kleine Gläser. Die Spitzen werden wie gezeigt eingefüllt. Das heißt, man muss immer ein bisschen ausprobieren. Zu wenig Inhalt im Glas möchte man nicht haben, also doch lieber auf andere Gläser verteilen. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Da ich nur eine kleine Menge zu verarbeiten habe, möchte ich nicht zu viel Sud vorbereiten, deswegen werden die Gläser mit Wasser aufgefüllt, um zu sehen, wie viel Flüssigkeit sie noch aufnehmen können. Knapp 180 Gramm. Das Wasser wird wieder ausgeschüttet und nun kann der Sud vorbereitet werden. Das Verhältnis ist denkbar einfach. 1:1:1. Also ein Teil Wasser, ein Teil Essig, ein Teil Zucker. Bei 180 Gramm Gesamtmenge, also jeweils 60 Gramm Wasser, Essig und Zucker. Essig und Wasser werden in einen Topf gefüllt und dabei gleich abgewogen. Der Zuckeranteil ist mir aber viel zu hoch, weswegen der Zucker separat abgewogen wird. Spaßeshalber habe ich schon mal die ganze Menge eingefüllt. Für die paar Spargelstangen finde ich das viel zu viel, weswegen ich nach Gefühl wieder Zucker entferne. 25 Gramm erscheint mir eine vernünftige Menge, die zu Essig und Wasser gegeben werden. 35 Gramm Zucker habe ich also vermieden, weswegen ich noch mit 35 Gramm Wasser auffülle, denn der Spargel soll vollständig mit dem Sud bedeckt sein. Natürlich darf das Salz nicht vergessen werden, eine gute Prise. Dann wird der Sud zum Kochen gebracht. In der Zeit kann man den Spargel würzen, wozu ich allerdings nur frischen Estragon verwende. Andere Gewürze wie Piment, Lorbeerblatt, Nelke etc. kann man natürlich dazugeben, aber dann schmeckt alles nach diesen Gewürzen und das feine Aroma des Spargels geht verloren. Deswegen nur Estragon und das auch nur recht sparsam. Aber jeder wie er mag, nur zu, wenn euch der Sinn nach anderen Gewürzen steht. Der Sud kocht mittlerweile. Der Sud wird auf die Gläser verteilt, eventuell noch mit Wasser aufgefüllt. Die Gummis werden auf die Deckel gelegt und verschlossen. Twist-off-Deckel werden aufgesetzt und zugezogen. Zum Einkochen dieser kleinen Gläser reicht dieser Topf. Damit die Gläser nicht direkt auf dem Topfboden stehen, lege ich unten ein Stück Haushaltspapier rein, das befeuchtet wird. Die Gläser werden eingesetzt, der Topf mit so viel Wasser befüllt, dass die Gläser zur Hälfte im Wasser stehen und alles wird zum Kochen gebracht. Vom Zeitpunkt des ersten Kochens an lässt man die Gläser je nach Größe 15 bis 20 Minuten auf kleiner Flamme leise köcheln. Nach dieser Zeit holt man sie aus dem Wasser und lässt sie zugedeckt auskühlen. Am nächsten Tag und am besten nochmal nach einer Woche muss man kontrollieren, ob die Gläser das Vakuum auch gezogen haben. Man nimmt die Klammern ab und versucht den Deckel abzuheben, natürlich ohne das Gummi aufzuziehen. Bei Twist-off-Gläsern schaut man, ob sich der Deckel konkav nach unten wölbt oder man legt einen Bleistift darauf. Und wenn sich etwas Luft zwischen Deckel und Stift befindet, ist alles gut. Wenn nicht, sollte das Glas im Kühlschrank aufgehoben und der Inhalt in der nächsten Zeit verspeist werden. Manchmal sind die Missgeschicke gar nicht so schlimm. Der eingelegte Spargel schmeckt sehr gut zu gekochtem Schinken,
in einem Geflügelsalat oder auf Canapés mit hart gekochten Eiern. Vielleicht probiert ihr diesen süß-sauer eingelegten Spargel ja einmal aus. Hier ist die Zutatenliste. Spargel süß-sauer eingelegt. 180 Gramm Spargel geschält. 60 Gramm Essig, 5% Säure. 60 Gramm Wasser, bei mir ca. 95 Gramm. 60 Gramm Zucker, bei mir ca. 25 Gramm. Eine Prise Salz, frischer Estragon. Andere Gewürze nach Geschmack und Vorliebe. Viel Spaß beim Einkochen und wie immer, guten Appetit!